Ja, wir starten die nächste Mission. Jetzt gucken wir erstmal, wo es hingeht. Neuguinea, okay. Oh, das sieht richtig nach Inseldinger aus. Ja, ganz toll. Ja, hier. Sind ja toll, ne? Oh, Mist. Ja, ich sehe schon. Das hier ist das. Ne, das hier ist Neuguinea hier oben. Okay, die Moral der US und Verbündeten ist gesunken. Okay. Ja, das hilft doch schon mal. Ja, gucken wir uns mal, was er zu sagen hat. The operation in the Philippines has demonstrated the fact that the Army is not inclined to cooperate with the Navy. Furthermore, its treatment of prisoners of war and civilians alike indicates a complete disregard for the universally accepted laws of war. Ambitions of the Army High Command clearly outweigh their military competence, and it may have dire consequences. If the Army cannot cope with its tasks, the Rikusentai units must be ready to intervene. The ability of rapid troop redeployment with hydroplanes will be invaluable at times. Okay, uns wird an Wasserflugzeugen geraten. Interessant. Ja, dann machen wir das. Dann werde ich... Ich wollte eigentlich das mit der Erfahrung machen, geht nicht, weil mir fehlt da... Wir müssen alle eine Erfahrungsstände haben, alle Einheiten. Hat sich das erledigt? Können wir das vielleicht später mal angehen. Und wir brauchen das mit den Ausschiffen der schweren Einheiten. Ja. So, dann können wir auf jeden Fall sagen, das haben wir. So, dann habe ich vor mir, hier so ein Schiff zu holen. Das bekommt das und das bekommt das. So, dann haben wir hier die Zerstörer. Da gehen wir mal ganz kurz hin. Wo sind die Eskorten hier? Okay, er schafft es bald. Dann gebe ich dir jetzt die Bezeichnung, die erste Klasse. Dann werde ich das... Ja, das ist eigentlich egal. Wo die schon viel im Einsatz waren, haben sie immer noch... Ja gut, wenn man es holt, die haben ja jetzt erst den zweiten Einsatz das letzte gehabt, ja. Machen wir das halt als drittes, ist ja auch okay. So, Panzer. Bei euch das gleiche. Reicht das von der Länge her? Vielleicht aber auch nicht, werden wir sehen. Ah, okay. Dann nennen wir das erste KS 42, würde ich sagen. Oder? Jo. Passt noch? Ja. Machen wir das so. Das ist die zweite. Kannst du die dritte sein, ja. Du die vierte. Okay. Dann machen wir hier die Aufrüstung. Und dann gucken wir mal ganz kurz hier rein. Ja, das müssen wir ändern. Gleiche hier. Da fehlt auch noch einiges. Hier haben wir alles und dann würde ich sagen, ja, ich hole noch eine Infanterie. Haben wir 5 Infanterie und dann stehen wir eigentlich ganz gut, was Infanterie angeht, obwohl ich noch sagen würde, eine 6. kommt irgendwann hinzu. Ausrüstung, Infanterie. Ja, mehr geht nicht. Ja, wie gesagt, die Ausrüstungsplätze, die brauche ich halt, wenn
Was bräuchte man in der nächsten Runde? Also das 4. U-Boot sollten wir auf jeden Fall anlegen. Die 6. Infanterie denke ich auch. Aber die ist jetzt nicht, glaube ich, so wichtig. Das 4. U-Boot schon eher. Und dann noch Flugzeuge und Flugzeugträger, ja. Das wird sehr wichtig werden. Okay, hier haben wir auch alles. Ja, mehr geht nicht. Ah, hups, falsch. The oil crisis threatens the security of our empire. We had to cut down the activity of our cargo fleet in order to save enough fuel for the Navy to conduct the next operation. Because of this, we are now low on food supplies, and all citizens were assigned limited rations. Just as I expected. Expected or not, we have to solve this problem immediately. You have Indonesian oil right under your nose. It would have been criminal negligence not to put it to work in the name of our empire. The Emperor has blessed our Navy for this act of glory aimed at saving the people of Japan. Had the Emperor been informed before that such an operation would involve waging naval battle against 4 maritime countries at once? Why should we bother His Majesty without good reason? I am sure that our samurai spirit will allow us to stand against any foe, no matter how numerous. I would not recommend you keep covering up irresponsibility with fancy words. Admiral Ugaki, do we have enough fuel for this operation? We are rather low on it, Admiral. We have enough for the initial phase of the operation. But if it lasts longer than expected, we will run out of fuel. Everything will depend on the new shipments from the areas we invade. Enough or not enough, we do not have another choice. Go and take the oil from our enemies. The Navy should be interested in it the most, and the Army will provide you with full support. From Prime Minister Tojo to Admiral Yamamoto. The direction of our new strike is guided by destiny itself, compelling us to put the resources of all Asia into service for the sake of Japan. Our valiant samurai must raise the sacred flag of the Empire on the islands of the South Seas, known as the Dutch East Indies. After taking over these islands, which are rich in oil, Japan will be independent of any needs for external fuel supplies. Thus, we will reach one of the most important strategic objectives of the war. However, we must take immediate action. We have run out of fuel stores. We must provide for the production and transportation of oil to Japan as soon as the oil fields are taken over. General Sugiyama will help you in this operation. I'm sure that fighting shoulder to shoulder, both the Army and the Navy will provide the Empire with these desperately needed resources. Good. Let's start planning. As far as I know, the main oil reserves there are concentrated on the islands of Borneo and Celebes. That's right. There are 5 main areas of oil production. On Borneo, Seria, Nuri, and Fairley. On Celebes, Arun, and Wotai. Although I am sure that the Dutch and the British will try to destroy the oil derricks located on them to create a multitude of problems for us. The most important thing is to take over the oil fields. The derricks can be rebuilt later. The Empire needs oil right now, and we might not have the time to renew production. In order to provide for the minimum shipments required for Japan, at least 3 locations have to retain their equipment intact. Then we must hurry. However, it is not enough just to produce oil. In order for safe transportation to occur, we must have control over the entire East Indies region. Yes, and it is a vast area. In order to seize it, we must take over the several key points on the islands. On Borneo, Jesselton, Kuching, Banjarmasin. On Celebes, Manado, Tomini, Makassar, Kandori. In New Guinea, Sorong, Babo, Mutin, Guiribiana, Holland, and Sarmi. And finally, Rabaul on the island of New Britain.
I assume that control over this perimeter will allow us to provide for a safe resource flow from the islands. Okay, let's split the area of responsibility. As the Navy is the main consumer of oil in the Empire, let it handle the seizure of the oil fields. Yamamoto, I give you the honor of taking over Borneo, Celebes, and New Britain. The ground forces will be in charge of seizing the largest island, Neuguinea. This will be done by the 18th Army Group. Good. So be it. The most important thing is to escort the Army's units to the landing zone. After this, nothing can stop us. Everything depends on whether we can neutralize the enemy's fleet and aviation. As far as I know, the entire region is protected by the combined fleet of the US and their allies. However, it is small and does not have any carriers. The enemy ground-based aviation poses a much greater threat. Then we must pay special attention to the air cover for our landing ships. Well, gentlemen, I suppose the main points of the operation have been agreed on. It's time to start. Jo, was eine Karte. Was eine Karte. Ölfelder. Okay, die Wasserflugzeuge werden hier wohl mehr als wichtig. Kann man aufstellen. Okay, hier. Dann würde ich sagen, hier hin. Infanterie. Frage ist jetzt, welche Infanterie schicke ich da hin? Das könnte man eigentlich machen. Hier oben haben wir Truppen. Eine Truppe hier landen. Müssen wir aber hier erst räumen, das wird auch nicht einfach. 2 Truppen landen hier. Das Wasserflugzeug. Das könnte man vielleicht sogar doch hier landen, ne? Mit der Truppe. In Reserve halten, genau. So, es kommt halt drauf an mit dieser Insel hier. Das heißt, das könnte man mit den Marines machen. Wir hauen die Insel ab, schießen die einfach kurz und klein und ja, das können wir eigentlich machen. Eigentlich eine gute Idee. Das heißt, die Artillerie hier hin. Infanterie. Aufklärer. Panzer. Und der Rest. Ja, hier hin. Vielleicht die wirklich mit Wasserflugzeugen rüberschippern. Das ist echt eine Überlegung. Ja. Die Schiffe. Ja, wir müssen halt die hier schützen, ne, wie es aussieht. Ja. Sieht so aus. Okay, dann machen wir das folgendermaßen so. U-Boote. Wir werden. Muss mal gucken, welche schicke ich rüber. Gut, die schicken wir hier. Die wird hier mithelfen. Das U-Boot hier hin. Die 2 U-Boote hier vorne gehen nach links. Das heißt, wir haben hinten keine Artillerie. So, das Schiff hier drauf. Okay. Hier hin. Hier. Hier. Und hier hin. Oh, ist das so ein Kotzen, ey, echt?
Das musst du dir angucken, das kannst du nicht erklären. So, endlich. So, das heißt, das müssen wir überlegen, wie gehen wir jetzt wirklich vor? Die müssen wir irgendwie schützen, ja. Die werden erstmal nach vorne gehen und gucken, was da los ist. Da Schiffe rumgeiern. Die 3 hier. Ja, dass man die hier so in der Landung macht. Hm. Das heißt, die Insel macht ihr ganz alleine. Und dann kommst du mit und ein U-Boot zur Schutz. Auch gegen Zerstörer sind die eigentlich ganz gegen feindliche U-Boote. Im Zerstörer habe ich dann das große Schiff, das ist kein Problem. Und der Rest hier, weil wir brauchen hier die Ölfelder ganz schnell. 3 Stück. 2 auf der Insel, das sollte ruckzuck gehen. Ja, dass wir hier wirklich das mit Wasserflugzeugen machen. Das hier mit Wasserflugzeugen schnell rüber. Ja. Am besten vielleicht mit 2 Wasserflugzeugen, aber die Frage ist, sind hier Flaks? Im Notfall müsste ich die ausschalten mit meinen Jägern. Die Wasserflugzeuge könnte auch hier hin. Hier eine Landung. Rein. Und die hier, aber ohne Schiffsunterstützung möchte ich die da auch nicht unbedingt jetzt hinschicken. Absolut nicht. Ja, was ist jetzt? Okay. Ja, ich glaube, das hier wird jetzt mal ein kürzerer Part, weil ich muss jetzt noch was machen. Tut mir leid. Ja, okay. Gut, also das wird so der Plan sein. Wir sehen uns hier im nächsten Part und dann starten wir hier diese Mission.